Hallo und willkommen. Wenn es kälter wird, habe ich immer Appetit auf eine gute Nudelsuppe. Und eine gute Nudelsuppe, das heißt für mich grundsätzlich selber gemachte Nudeln. Warum? Einfach, weil sie 100-mal besser schmecken als diese gekauften, langweiligen Fertigprodukte. Es ist auch nicht schwer, sie zu machen, wenn man weiß, wie es geht und erfordert nicht einmal eine Maschine. Man gibt ungefähr 100 Gramm Mehl oder Hartweizengrieß in eine flache Schüssel oder einen Suppenteller. In der Mitte wird der Grieß zur Seite geschoben und ein Ei hineingegeben sowie eine gute Prise Meersalz. Das Ei wird mit einer Gabel zunächst verkleppert, also Eigelb und Eiweiß vermischt, und anschließend wird der Grieß sukzessive eingearbeitet. Nicht alles auf Mal, sondern nach und nach. Irgendwann wird diese nun entstehende Masse so fest, dass man mit der Gabel nicht mehr arbeiten kann. Sie wird also gesäubert und nun geht es mit frisch gewaschener Hand weiter. Man knetet den Teig durch und gibt dabei nach und nach etwas von dem Grieß dazu. Wenn der Teig fester wird, bearbeitet man ihn am besten mit dem Handballen weiter. Wie viel Mehl genau man dafür braucht, kann man nicht auf das Gramm genau angeben. Pro Ei rechnet man ungefähr 100 Gramm. Der Nudelteig ist nun fest genug und kann ausgerollt werden. Dabei kommt das gute alte Nudelholz ins Spiel. Es wird rundum etwas eingemehlt, damit es nicht an dem Nudelteig kleben bleibt. Ich rolle den Teig ein paar Mal hin und her, dann drehe ich ihn um 90 Grad und so weiter. Man hat mehr Kraft, wenn man sich dabei vorbeugt und sein Körpergewicht in die Arme legt. Das lässt sich beim Filmen aber nur schlecht darstellen, auch weil die Kamera meistens im Weg ist. Aufgrund der Spannkraft des Mehles neigt der Teig dazu, sich immer wieder ein bisschen zusammenzuziehen. Deswegen lasse ich ungefähr 1/3 über den Rand meiner Arbeitsplatte hängen und rolle nur den oberen Teil aus. Der herunterhängende Teil zieht nach unten und nun geht das Ausrollen etwas leichter. Dann wird der Teig gedreht und alles wird wiederholt. So lange, bis die Nudelplatte knapp 1 Millimeter dick ist. Der ausgerollte Teig muss nun antrocknen. Dazu kann man ein trockenes Handtuch über eine Stuhllehne hängen, die Nudelplatte darauf legen und von Zeit zu Zeit wenden. Die Nudel soll nicht komplett durchtrocknen, sondern nur an der Oberfläche, weil sie ja noch geschnitten werden muss. Weil ich die Suppennudel in der Suppe kochen werde, fege ich Mehlreste mit einem Staubpinsel ab. Nun schneide ich Streifen von ca. 4 cm Breite, die ich übereinander lege. Die längsten zuerst, die ich dann halbiere und ihrerseits übereinander stapel und dann die Randstücke. Dieses Paket lege ich auf ein Schneidebrett und schneide nun schmale Streifen von 1 mm Breite. Unter das Brett habe ich mittlerweile ein frisches Handtuch gelegt, auf das die geschnittenen Suppennudeln nun mit dem Messer geschubst werden können. Wichtig ist, dass die Nudeln beim Schneiden nicht zusammenkleben. Sollte das der Fall sein, sind sie noch zu feucht. Dann muss man sie weiter trocknen lassen. Zum Kochen gebe ich die Suppennudeln in meine vorbereitete, kochende Brühe und rühre einmal kurz um, damit sie sich darin verteilen. Die Kochzeit beträgt 1 bis 2 Minuten. Das war's auch schon. Ihr werdet erstaunt sein, wie gut diese selbstgemachten Suppennudeln schmecken. Ich würde wohl nicht so gerne kochen, hätte ich als Kind nicht das Glück gehabt, dass meine Oma sie für mich gemacht hätte. Die frisch geschnittenen, ungekochten Nudeln könnt ihr auch vollständig trocknen lassen, dann habt ihr immer einen kleinen Vorrat an selbstgemachten Nudeln. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Kochen und natürlich wie immer guten Appetit!